sich ja richtig was einfallen lassen. Schöner Raum. Ich mag dunkles Holz. Mögt ihr auch dunkles Holz? So that seems to be it, Schreibt's in die right? Kommentare. You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Okay, danke schön, aber das ist doch wieder das andere Enter, ne? Muss ich mich jetzt drauf einstellen. So. Oh. Bisschen Grafikfehler, ne? Schön, schön. Danke dafür. Oh, das erinnert mich an Minecraft. How about that? There was more Yeah. to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Tja, beobachten, ne? Ach nö, nicht schon wieder. Nicht der Wald. Das ist bestimmt ein Wald, ne? Naja gut, da könnte links und rechts auch einfach nichts sein, aber kann ich auch nicht hingehen. Gut. Du verlässt nun? Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Aber wenn er die Spiele zusammengesammelt hat, woher wusste Coda dann, dass er das tun würde? Die Frage stelle ich mir. Und überhaupt stelle ich mir die Frage, ob der Sprecher uns irgendwann oben geblieben ist, noch keiner. Ob der Sprecher uns irgendwann in Ruhe lässt. Wahrscheinlich nicht. Ich befürchte nein. Gehen wir mal weiter. Schönes Haus, gemütlich. Was sind das denn? Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Sollen wir mal runterspringen? Würde ich gerade echt gerne machen. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Oh, da wird einem schlecht. Okay, was habe ich getan? Warum springe ich? Weil ich wissen will, was unten ist. Nichts. Ah, wir mussten sogar runter. Geil. Alles richtig gemacht. Ich verstehe Coda. Siehst du mal. Hier kann ich nicht hin. Unsichtbare Wand. Sehr gut. Das ist ein bisschen creepy. Das sieht aus wie entweder also wo man sich anstellt, so Warteschlangenabsperrung oder Viehhaltung. Eigentlich eher Viehhaltung, so eine Massenhaltungsdings. Das ist ein bisschen gruselig. Oh, wir sind eingesperrt. Schön. Was möchte Coda uns? Ich will da weitergehen. Da. Na gut. Ich spiele mit. Ich spiele sehr ungern mit. Jetzt sieht es aus wie ein Gefängnis. Sehr schön. Tja. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Ich muss mal kurz was trinken.
Warum nicht? Ich hätte jetzt hier auch eine Stunde gewartet. Da hätte ich euch ein bisschen was über mich erzählen können. Über den Channel. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Naja. And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Natürlich nicht. Coda erscheint nicht wie die Art Person, die gerne Scherze macht in seinen Spielen. Oder in ihren Spielen. Naja. Ganz ehrlich, ich würde es spielen. Wenn mir jemand sowas in stundenlanger Kleinarbeit vorsetzen würde, ich würde es spielen. Und hier kann ich wieder nichts machen. Ich muss da runtergehen. Das mit diesen unsichtbaren Wänden, ne? Der Coda hat es ein bisschen mit unsichtbaren Wänden. Naja, so halb sichtbaren Wänden. Tja. Oh, ich hoffe, die Tonqualität ist einigermaßen trotz der Stimme. Das ist eine Wasserrinne. Sehr schön. Oh, ich muss mal kurz was machen. Moment. So. Den Ton ein ganz klein wenig leiser für mich selber machen. Das ist unfassbar laut gemacht, dieses Spiel. Ihr seht, ich habe das schon echt runtergestellt. Aber es ist unfassbar laut. So. Weiter geht's. So. It's the puzzle again. Oh, with schön. The exact same solution as the last Sehr time. gut. Muss man sich nicht so umstellen. Wäre schön, wenn alle Spiele so wären. Dass man immer die exakt gleiche Lösung hat. So. Wir können There's es... still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Was ist denn eure Interpretation? Also meine wäre jetzt, dass das so eine Konditionierung ist. Wie bei Pavlov sozusagen. Wir machen das jetzt einfach so lange, dass wir denken, jedes Puzzle funktioniert so. Und dann macht er was, womit wir nicht gerechnet haben, und wir versuchen wieder die Lösung und sterben oder so. Oh, man kann hier springen, aber nicht rausspringen. Schade. Ich versuche hier immer noch mehr zu machen, als ich darf, aber irgendwie funktioniert das nicht. Das ist nicht für Leute wie mich programmiert, die immer alles versuchen und alles anklicken wollen, sondern es ist Codas Spiel. Hören, hören, hören. Hören. Ein Schrank. Ich will, dass wir den Rest machen. Ein Schrank. Ein kleines Feuerchen. Und wir können hier exakt nichts machen. Wir müssen zu diesen 3 Personen mit dem Hörenkopf gehen. Naja, machen wir mal. Here, Coda begins using Hey du, a kind of kommst du von dialogue oben? system Was that ist he da oben? fashioned out of the engine's chat capabilities. Ja, da gab es Use eine the 1, Welt. 2, 3 buttons Moment, on ich your lass ihn keyboard to ausreden. respond. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Erstens, ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Zweitens, ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Drittens, ja, da schwebten diese farbigen Klötze. Farbige Klötze? Die waren eher so grau und weiß, ne? Eine Welt, die ganz weiß war. Ein riesiges Gefängnis. Naja, wenn wir ehrlich sind, waren wir nicht stundenlang festgehalten. Und wir wären auch im Original nur 1 Stunde festgehalten worden. Farbige Klötze. Ich nehme die Welt, die ganz weiß war. Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen. Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Oder darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns doch gar nicht.
Ich weiß nicht, ob ich jemanden kennen möchte, der einfach nur Hören auf dem Kopf stehen hat, statt einem Gesicht. Sind wir ehrlich? Ich würde sagen, wir sind ehrlich. Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Perfekt. Jetzt sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrat uns die Lösung, sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Wenn wir denen das sagen, ne? Dann könnten die theoretisch ihre Spielwelt verlassen. Erstens, ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder ich habe es nicht gelöst. Jemand anders hat mich durchgelassen. Oder, glaub mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. Okay, wir wissen noch, wie wir es gemacht haben. Wir sind jetzt ehrlich. Wir wissen noch, wie wir es gemacht haben. Aber im Prinzip hat uns jemand durchgelassen. Ja, jemand hat uns durchgelassen. Du hast es nicht gelöst? Du hast also nichts gelernt? Du kannst uns nicht helfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Dich brauche ich hier nicht. Bestimmt kommt noch jemand anders. Oh. Schlecht. Nee, wobei... Gar nicht mal so schlecht. Können wir hier eigentlich noch hoch? Oder sind die unantastbar? Die sind unantastbar. Wir kommen hier nicht hoch, Leute. Gut, gehen wir weiter. Weiter. Sowas kenne ich noch aus so alten Konferenzzentren. Da war auch immer alles Holz getäfelt. Das sind die gleichen drei, ne? Das ist endlos. Hallo, wie bist du hierher gekommen? Musstest du dazu ein Rätsel lösen? Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Ich erinnere mich nicht an einen Bereich zwischen den Türen. Oder warum sollte mich der Bereich zwischen den Türen interessieren? Oder jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass es irgendwie komisch war, als ich hier durchkam. Och ja, ein bisschen komisch war das. Denk nicht zu lange drüber nach. Du wirst es bald sehen. Warum redet immer nur der in der Mitte? Gut, wir gehen weiter. Ist gar nicht creepy oder so. Coda hat sich da was Schönes einfallen lassen. Sehr schön, sehr schön. Gott, oh Gott. Ich hasse es And jetzt so schon. we make one last descent down to the final floor of the level. Tja. Hier ist auch nichts. Coda hat sich nichts einfallen lassen. Okay. Wir sind also wirklich in einem Gefängnis. Wir sind in einem Gefängnis? It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Na, sehr schön. Und wir werden die ganze Zeit Moderation haben, so wie ich das höre. Warum eigentlich? Ich würde viel lieber alleine drüber nachdenken. Vielleicht kann man das nach dem ersten Spielen ausstellen und dann nochmal alleine durchspielen. Das wäre ja schön. Ich fände das nicht schlecht. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Herumlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, wurden von anderen Spielern hinterlassen. Ist es das? Okay, und wie hinterlasse ich Notizen? Netter Raum von wegen. Wie hinterlasse ich denn Notizen? Ich würde gerne Notizen hinterlassen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. Was? All of the notes that you're going to see have been written by Coda.
This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off Das sind eventually. eine Menge Notizen. Okay, er hat die selber geschrieben. Und warum? Du meine Güte! Könnt ihr mich hören? Hat er sich Freunde geschaffen? Hallo? Hallo? Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Lies das bitte. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Alles andere als dieses Spiel wäre jetzt mehr Spaß. Hoppla, hier kann ich ja was eingeben. That in playing this game and viel seeing zu how viele alone Mitteilungen. Coda often Warum? felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. Okay. Ich würde jetzt gerne mal nachdenken. Einsam. Naja, ich fühle mich gerade nicht einsam, aber in einer Welt voller Notizen kommt ein Mann, der sie alle liest. Diesen Sommer, du wirst glauben, blaue Sprechblasen könnten sprechen. Fühlst du dich schon wie ein Held? Dieses Spiel nichts gut. Ich würde es mögen, wenn ich könnte. Fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. Ich habe gerade einen fliegenden Pinguin gesehen. Das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Mein Leben kann jetzt enden, denn etwas Besseres wird mir nicht mehr passieren. Ich möchte nichts mehr sehen, denn nichts wird wieder so schön sein. Ich werde jetzt weinen und den Plan fassen, mir die Augen auszukratzen. Genau das muss ich tun. Also ganz ehrlich, seine Notizen sind nicht besonders professionell. Warum gibt es Holz und Gras und Beton hier? Was soll das? Haben wir die hier oben schon gelesen? Nee. Quatsch. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Vor langer Zeit habe ich einmal... Ich bin der König der Welt! Stimmt. Aber das ist... Weißt du, Coda hat so ein bisschen Humor. Aber dann wiederum kommt sowas wie... Ich werde mir jetzt die Augen auskratzen. Ja, genau das sollte ich tun. Tja. Was zum Teufel ist das hier? Langweilig. Ich kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es hier in diesem Ort irgendwo eine Eichel gibt und Seeleute danach suchen. Was? Komme ich da überall lang? Ich komme da nicht überall lang. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch nochmal hoch und dann runterspringen. Soll ich mal machen? Oder wollt ihr direkt weitergehen? Ach, ich gehe nochmal hoch, komm. Was haben wir zu verlieren? Wir wollen die Spiele ja sehen, die Coda geschrieben hat, ne? Okay, komm, wir springen. Wir springen. Wir können nicht springen. Cool. Danke, Coda. Wir können nicht springen. Das heißt, wir müssen durch diese Tür gehen und kommen dann irgendwie auf ein anderes Level, oder wie? Oder dürfen wir die anderen nie lesen? Das wäre ein bisschen schade. Ich würde gern springen. Komm, lass mich springen. Ey, wenn du dir die Augen auskratzen kannst, kann ich auch da runterspringen. Hey Leute, wer hat Lust zum Quatschen? Ich nicht. Der Sprecher hat Lust zum Quatschen. Ich weigere mich zu glauben. Hintern, Popo, Arsch. Na gut.
muss aufs Klo. Bitte erkenn mich.